Hallo liebe Collodium-Freunde, willkommen in meinem Labor. Der erste Arbeitsschritt beim Nassplattenverfahren ist das Gießen vom Collodium. Das Reinigen von Glasplatten lasse ich jetzt mal außen vor, das ist eher was für ein separates Video. Hier soll es jetzt nur um das Gießen gehen. Da gibt es verschiedene Methoden und Möglichkeiten, wie man das bewerkstelligen kann. Als allererstes sollte man sich überlegen, wie man die Platte halten möchte. Man kann das von unten in der Mitte tun, so wie ich es jetzt mache. Es gibt aber auch durchaus Anwender, die halten die Platte so am Rand. Bei etwas größeren Formaten empfiehlt sich ein Saugnapf und bei besonders großen Platten kann man einen Ball benutzen. Da kann man die Platte wunderbar drauf nivellieren und das Collodium verteilen. Bevor man mit dem Gießen anfängt, sollte man sich überlegen, wie man das Collodium verteilt, und man sollte wissen, wie viel man gießt, denn das macht einen riesen Unterschied. Gießt man zu wenig, kriegt man das Collodium nicht verteilt, und gießt man zu viel, läuft es zwangsläufig über die Kanten. Das heißt, wenn man nun in der Mitte das Collodium aufträgt und der Tropfen langsam größer wird, sollte man zum Rand hin ungefähr einen Daumen breit Platz lassen. Das ist ungefähr so eine Faustregel. Das heißt, links und rechts ein knapper Daumen Platz ist die ideale Menge. Wenn es ans Verteilen geht, gibt es zwei Methoden. Die historische Methode und die Methode, die auch die meisten Anwender bevorzugen, ist die ABCD-Methode. Das heißt, man gießt in der Mitte auf, lässt zur ersten Ecke laufen, zum Punkt A, dann Punkt B, C und gießt über die letzte Ecke Punkt D ab. Ich habe eine etwas andere Methode gelernt. Der Tutor nannte das den doppelten Home Run. Man gießt auch in der Mitte auf, lässt aber das Collodium zweimal im Kreis rumlaufen, bevor man es dann abgießt. Ich habe die Methode etwas abgewandelt und nenne sie 7-Punkte-Methode, denn so kann man sich das etwas einfacher merken. Das bedeutet, unser allererster Arbeitsschritt ist Punkt 1, man gießt das Collodium in der Mitte auf, fährt dann zur ersten Ecke, das ist Punkt 2, dann zur nächsten Ecke Punkt 3. Wichtig ist, dass man, wenn man die Platte neigt, man sie nicht einfach nur kippt, sondern man sie leicht zur Mitte hin erst bewegt und dann zum Rand hin, dass ein leichter Bogen entsteht. Also nochmal von vorne, in der Mitte aufgießen, Punkt 1, Punkt 2, 3, 4, 5, 6 und dann wieder im Bogen abgießen, das ist Punkt 7. Wichtig ist, dass man das Collodium in einer separaten Flasche auffängt und sie nicht in die Original-Collodium-Flasche zurückgießt, denn beim Gießen verdunstet ein Teil der Lösemittel und es verfängt sich schon auch ein bisschen Staub auf der Schicht, und das sollte man nicht in die Originalflasche zurückgießen. Hin und wieder fragen mich Kunden, ob man das aufgefangene Collodium wiederverwenden kann. Ich würde mal sagen, jein. Das ist prinzipiell schon möglich. Man muss aber dazu wissen, dass die Eigenschaften sich vom Collodium verändern, weil ein Teil der Lösemittel schon verdunstet ist. Also es empfiehlt sich eher für erfahrene Anwender. Für Anfänger würde ich wirklich immer empfehlen, immer Collodium aus einer frischen Flasche zu nehmen. Und besonders wichtig ist es auch, dass man nach dem Gießen sich Zeit lässt. Wenn der letzte Tropfen abgelaufen ist, sollte man warten, bis die Schicht sich nivelliert hat. Das wilde Hin- und Herbewegen, was man manchmal bei manchen Anwendern sieht, hilft wenig. Die Ablaufrillen, die beim Ablaufen entstehen, die verschwinden eigentlich von selbst, wenn das Collodium gut eingestellt ist. Wenn das Lösemittelverhältnis nicht stimmt, bleiben die Linien zurück. Das liegt daran, dass die Verdunstungszeit von den Lösemitteln unterschiedlich ist. Diethylether hat definitionsgemäß die Verdunstungszahl 1 und Ethanol hat die Verdunstungszahl 8. Das bedeutet, dass Ethanol 8-mal langsamer verdunstet als Diethylether. Und das kann halt zu Problemen führen. Wichtig ist halt, dass die Lösemittelverhältnisse gut eingestellt sind. Bei mir im Collodium ist es so, dass ich neben den 2 Lösemitteln noch weitere Lösemittel und ein Feuchthaltemittel verwende. Das hilft, dass die Schicht sich wirklich schön nivelliert und dass man mehr Zeit hat. Gerade bei höheren Temperaturen ist es mit der Verdunstungszahl vom Ether sonst sehr schwierig. Man kann also nach dem Gießen, nachdem der letzte Tropfen abgelaufen ist, sich ruhig etwas Zeit lassen. Ich würde sagen, in der Regel 15 bis 45 Sekunden, vielleicht auch länger. Das hängt wirklich von der Temperatur ab. Erst wenn man trockene Ecken später im Bild hat, war die Zeit zu lang.
So, dann würde ich mal sagen, wir gießen mal eine Platte und gucken uns das mal an, wie das funktioniert. Wir öffnen also die Collodiumflasche und auch direkt die Ablaufflasche und gießen dann in aller Ruhe in die Mitte was auf. So, das ist Punkt 1. Jetzt fahren wir zu unserem Punkt 2, Punkt 3, 4, 5, 6 und dann wieder im leichten Bogen in die Auffangflasche Punkt 7. So. Also man muss sich da nicht wirklich stressen, man kann sich Zeit lassen. Das Verdunsten setzt erst ein, wenn das überschüssige Collodium abgelaufen ist. Man kann dann so ein kleines Wattepad nehmen, um jetzt noch das Überschüssige aufzufangen. Außerdem sieht man so ganz gut, wann die Schicht erstarrt. Der Daumentest, der früher sehr oft praktiziert wird, dass man an eine Ecke der Platte fasst, um zu gucken, ob sie schon feucht, ob sie trocken ist. Das funktioniert bei meinem Collodium nicht so gut wegen dem Feuchthaltemittel. Also man sollte einfach sich die Schicht anschauen, ein bisschen warten und dann in aller Ruhe ins Silberbad tauchen. Zwei Dinge würde ich abschließend gerne noch ergänzen. Beide betreffen die Collodiumflasche. Es ist wichtig, dass man nach dem Gießen die Flasche auch zügig wieder verschließt, denn sonst entweichen die Lösemittel und das verändert die Viskosität von dem Collodium. Zum anderen sollte man von Zeit zu Zeit den Flaschenhals mit Aceton reinigen, denn hier sammelt sich immer etwas angetrocknetes Collodium und das findet über kurz oder lang den Weg auf unsere Platte und macht sich störend als Punkt, sogenannter Komet, dann auch bemerkbar.